Die New Yorker Feuerwehr gegen die Polizei. Wer hat mehr Einsätze? Wer hat mehr Personal? Und wo verdient man besser? Diese und weitere Fragen wird dieses Video beantworten. Bleibt dran. Wo arbeiten mehr? Bei der Polizei oder bei der Feuerwehr? Ja, ich dachte, ich bin ja eh schon rot angezogen. Dann übernehme ich den Feuerwehrteil und du machst die Polizei. Gut. Mach du den Feuerwehrteil und ja, ich mache Polizeiteil. Also, bei der Polizei arbeiten 36.000 Mitarbeiter. Ja, und die Feuerwehr hat 15.200 Einsatzkräfte. Da gehört aber auch die Krankenwagenbesatzung zu. Gut, das ist ein klarer erster Punkt für die Polizei. 1:0. Ja, die Polizei hat 77 Wachen und die Feuerwehr hat 254 Wachen. Oft sind es auch kleine Wachen mit nur einem oder zwei Fahrzeugen. Dadurch, dass es so viele Wachen gibt, ist die Feuerwehr halt sehr gut verteilt und sehr schnell am Einsatzort, gerade wenn man an den New Yorker Verkehr denkt. Ja, und da die Polizei Streife fährt, ist ja eh schon viel besser verteilt im Stadtgebiet und braucht gar nicht so viele Wachen. Die Feuerwehr fährt natürlich keine Streife mit diesen Riesenfahrzeugen, ist aber trotzdem durch die hohe Anzahl Wachen relativ schnell immer am Einsatzort. Klarer Punkt für die Feuerwehr. Ja, und wer kann mehr Kohle ausgeben? Die NYPD hat ein Budget von 5,4 Milliarden US-Dollar. Übrigens, sehr schöner Helm. Und die Feuerwehr hat ein Budget von 2 Milliarden Dollar, was auch nicht wenig ist. Ja, würde ich sagen, ist wieder ein klarer Punkt für die Polizei. Es müsste jetzt eigentlich 2:1 stehen. Wer hat mehr Fahrzeuge? Fangen wir mal mit der Feuerwehr an. Die Feuerwehr hat 824 Einsatzfahrzeuge, wovon 450 alleine Krankenwagen. Ja, und die Polizei hat 9.740 Fahrzeuge, wozu aber alles dazugehört. Da gehört die Abschleppwagen dazu, da gehört der Pferdetransporter dazu oder auch die Spezialeinheiten, wie zum Beispiel die Hundeeinheiten, die übrigens K9 heißen. Wenn ihr euch mal gewundert habt, warum diese Hundeeinheiten K9 heißen, die sieht man auf den Fernsehserien oder Filmen. K9, 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 gleich Hund. Deshalb heißen sie K9. Die Polizei hatte letztes Jahr 3,5 Millionen Einsätze. Ja, und die Feuerwehr hatte 1,8 Millionen Einsätze. Wobei, überleg mal, es sind 3,5 Millionen plus 1,8. Da liegen bei 5,3 Millionen Einsätze. New York hat knapp unter 9 Millionen Einwohner. Das heißt, im Prinzip ruft mehr als jeder Zweite einmal im Jahr den Notruf an. Wo fange ich an, wenn ich mehr Geld verdienen möchte? Bei der Feuerwehr oder bei der Polizei? Das Startgehalt bei der Polizei liegt bei 58.000 US-Dollar und das Durchschnittsgehalt nach 5 Jahren liegt bei 121.000 Dollar. Das ist auf jeden Fall mehr als ein deutscher Polizeibeamter verdient. Man muss aber auch bedenken, dass das Lohnniveau in New York ein ganz anderes ist und der Beruf des Polizisten auch ein doch wesentlich gefährlicherer als in Deutschland. Wie sieht das bei der Feuerwehr aus? Bei der Feuerwehr liegt das Startgehalt bei 45.000 Dollar und das Durchschnittsgehalt nach 5 Jahren bei 110.000 Dollar. Also wir liegen leicht unter dem Niveau der Polizei, die den nächsten Punkt hier mit einfährt. Im Jahr 2020 gab es 1797 Mal Gewalt gegenüber Polizisten. Wenn man das auf die Anzahl der Polizisten hochrechnet, erfährt jeder 20. Polizist im Jahr in irgendeiner Form Gewalt. Wie sieht es bei der Feuerwehr aus? Nachrichten über Gewalt gegenüber Feuerwehrleuten findet man wirklich nur vereinzelt. Und wenn man sie findet, ist es oft auch nicht in Relation zum Einsatz zu sehen. Ja, also wir kommen auf keinen Fall auf die Höhe der Gewalttaten gegenüber Polizisten. In dem Fall ein klarer Punkt für die Feuerwehr. Wer hat das höhere Spendenaufkommen? Die Polizei erhält ca. 30 Millionen Dollar jährlich an Spenden. Ja, und die Feuerwehr lag bei 11,4 Millionen Dollar an Spenden. Das liegt einfach wahrscheinlich daran, dass die NYPD einfach die größere Organisation von den beiden ist und einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber klarer Punkt für die Polizei. Ja, kommen wir zum Thema Unterhaltung. Die erfolgreichste Serie mit dem Thema NYPD, New Yorker Polizei, ist die Serie Brooklyn Nine-Nine. Wir haben ja am Anfang des Videos gelernt, es gibt nur 78 Wachen, das heißt die 99. ist eine rein fiktive Wache, genauso wie die Serie. Und die erfolgreichste Feuerwehrserie ist... Die erfolgreichste Serie zum Thema FDNY für New Yorker Feuerwehr ist die Serie Rescue Me, hat 7 Staffeln und ist auf der IMDb mit 8,3 bewertet. Und Brooklyn Nine-Nine hat 8 Staffeln und Brooklyn Nine-Nine ist mit
8,7 Punkte bei IMDb bewertet. Ja, der Entertainment-Punkt geht an die NYPD. Ja, bleiben wir bei Unterhaltung. Kommen wir zu Kinofilmen. Im Kinofilm zur New Yorker Feuerwehr, zur FDNY, konnte ich jetzt gar keinen finden, bis auf ein paar Dokumentationen. Falls es welche geben sollte, scheinen sie nicht so von großer Bedeutung zu sein. Ja, was Kinofilme angeht, ist die NYPD natürlich vorne. Kriminalität hat natürlich ein sehr, sehr breites Spektrum an Erzählmöglichkeiten und Storytelling. Hier liegt die NYPD klar vorne mit zahlreichen Kinofilmen, die das Thema Polizei New York haben. Ich sage nur New Jack City oder Brooklyn's Finest mit Richard Gere. Beide Filme habe ich übrigens gesehen. Empfehlenswerte Filme. Ja, hier geht der Punkt ganz klar an die NYPD. Ja, und wie zufrieden sind jetzt die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber? Wie zufrieden ist die Polizei mit ihrem Arbeitgeber, der NYPD, und die Feuerwehr mit ihrem Arbeitgeber, der FDNY? Die USA sind da wirklich absolut transparent und du kannst in den USA deinen Arbeitgeber bewerten. Und da liegt die Polizei bei einem Schnitt von 3,1 Sternen bei 614 Bewertungen. Ja, und die Feuerwehr? Ja, die Mitarbeiter der Feuerwehr sind da deutlich zufriedener. Da liegt die Bewertung bei 4,1 Sternen von 243. Das heißt, obwohl das Durchschnittsgehalt bei der Feuerwehr geringer ist, ist doch eine deutlich höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter festzustellen. Hier geht der Punkt ganz klar an die Feuerwehr. Damit steht der Sieger fest. Der Sieg geht ganz klar an die Polizei. Ja, was soll denn dieser dämliche Vergleich? Was machst du denn, wenn ein Haus brennt? Was soll das denn? Soll da die Polizei oder die Feuerwehr kommen? Ja, das ist ein saudämlicher Vergleich hier. Ja, klar. Mensch. Natürlich kann man das jetzt nicht so stehen lassen. Klar. Ja, komm. Man ist ja auch ein bisschen als Witz so gemeint, also als Unterhaltung. Ja. Beide sind wichtig, beide sind gut. Darauf können wir uns einigen, denke ich. Over und aus.